Hallo, hier sind mal wieder die Matrixer mit der attraktiven. Shiva und dem wunderbaren Jonathan. Ja, es kann sein, dass euch gerade etwas auffällt, dass wir nicht zu sehen sind. Das liegt daran, dass wir uns auf der 4D-Ebene aufhalten. Ja, aufgrund der aktuellen Lage haben wir beschlossen, Stellung von der vierten Dimension zu beziehen. Ja, wir dachten, vielleicht ist es hier sicherer. Und ja, ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Willkommen, willkommen. Hallo bei der 8 Milliarden Menschen Show. Wir haben uns entschlossen, na gut, kommen wir doch kurz manifestiert auf 3D. Wird sonst vielleicht ein bisschen langweilig, nur Ton und so. Also, ja, wir haben uns entschieden, doch ein kleines Video zu machen. Wir wollten jetzt nicht am großen Hype teilnehmen. Das machen ja schon genug Leute. Und trotzdem wollen wir ein wenig Stellung beziehen. Und zwar aus der relativ neutralen Position. Denn genug News findet ihr ja sowieso schon auf Facebook, Instagram, Twitter und den Mainstream-Medien so oder so. Also Infos gibt es genug. Wir beziehen einfach Stellung, was wir so gesehen und erfahren haben aus der Astral- und Mentalebene, Träume. Wie gehen wir mit der Situation um und wie kommt ihr gut durch die Krise durch? Ja, also wir müssen sagen, die Ausgangsbeschränkung hat auch was für sich. Ja, Ne? Man kann viel meditieren und dissoziieren, sehr interessante Gespräche führen. Man kann seine Träume besser beobachten. man wird konfrontiert mit seinen Ängsten oder dem, was eben noch da ist, kann sich das ganz in Ruhe anschauen und dann integrieren. Und ja, die Aussicht hier ist eigentlich fantastisch. Wir haben türkisblaues Meer vor der Nase und Palmen, ein paar Yachten. Na gut, vielleicht auch das ein oder andere nicht so optimal schöne Haus, aber alles ist gut. Nein, wir haben eine schöne Sicht und das Wetter ist auch ideal. Ich kriege schon Sonnenbrand morgens auf dem Balkon. Ja, dann würde ich mal sagen, wo fangen wir dann an? Am besten erstmal, was wir so gesehen und wahrgenommen haben. Also es gibt ja die Trump-Anon-Seite und die NWO-Seite. Dann gibt es inzwischen natürlich die ganzen Ausgangsbeschränkungen und die daraus resultierenden Folgen wie Zwangsimpfung, Zwangsverschippung. Ich meine, das habt ihr alles schon auf Facebook wahrscheinlich und YouTube mehr als genug mitbekommen und deswegen wollen wir da wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen, schätze ich. Ich meine, ja, wie man damit umgeht, wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin machen wir uns da eher weniger Gedanken drüber. Wichtig ist natürlich, dass wir in unserer Mitte bleiben, denn auf der Welt herrscht ja leider doch jetzt eine Menge Angst und Panik und das ist natürlich sehr schade. Das zupft natürlich am Zusammenhalt der Menschen, was natürlich wahrscheinlich auch geplant ist, von wem auch immer. Ja, fangen wir mal mit von dem an, was wir gesehen und erfahren haben. Bitteschön. Ja, aufgrund der momentanen Situation fällt es sich ja so, dass man Informationen aus allen möglichen Ecken bekommt. Ja. Und die Informationen sind auch sehr widersprüchlich, muss man ja sagen. Das heißt, es ist auch viel Desinformation unterwegs, Fake News und all solche Dinge. Und aufgrund dessen ist es wirklich schwierig im Moment genau festzustellen, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Präsident von Weißrussland nennt die Pandemie auch gar nicht Pandemie, sondern Infodemie. Ne? Und das fanden wir ganz witzig, ne? Infodemie, weil so viele Informationen im Internet kursieren und sich so viele Gruppen gebildet haben. Ne? Die einen befürworten das, was momentan gemacht wird. Andere finden das nicht so gut, weil sie sich in ihren persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlen. Wieder andere wissen nicht so recht, was sie darüber denken sollen. Die einen hoffen, dass es ganz schnell jetzt einen Impfstoff gibt. Die anderen hoffen,
dass sich das jetzt alles legen wird, weil ja der Sommer kommt und dergleichen. Also es gibt so viele Positionen, die man jetzt beziehen kann. Und das sorgt natürlich auch für Streitereien. Das kann man ja in den Social Media ganz gut beobachten, wie die Leute da irgendwie sich alle streiten und miteinander diskutieren. Uns geht es jedenfalls hervorragend und der Katze auch, glaube ich. Die ist auch ganz fit. Alle fit. Alle fit? Ja, es sind ja auch viele Verschwörungstheorien unterwegs und wenn man sich die durchliest, dann stehen einem auch die Haare zu Berge, was einen da wohl alles erwarten soll. Und das ängstigt die Menschen nochmal zusätzlich. Und darum ist es auch wichtig, dass man nicht gleich auf Anhieb alles glaubt und erstmal versucht, sich ein bisschen rauszunehmen, nämlich die ganzen Informationen dort draußen zu suchen. Nämlich im Internet überwiegend, weil die ganzen Informationen sind widersprüchlich, teilweise zutreffend, teilweise nicht zutreffend oder völlig erfunden oder einfach nur da, um Angst zu machen oder Streitereien unter den Bürgern auszulösen. Und darum sollte man gegenwärtig ein bisschen vorsichtig sein. Und wir empfehlen in dem Zusammenhang mehr auf die persönlichen Träume zu hören. Denn die Träume sind eben die unabhängigste Informationsquelle, die jedem von uns momentan zur Verfügung steht. Und das dürft ihr nicht vergessen. Die Träume sind nämlich direkt mit dem Unterbewusstsein verbunden. Und wie ihr vielleicht wisst, ist das Unterbewusstsein wesentlich informierter als das kleine Bewusstsein, das wir hier im Alltag mit uns herumtragen. Und darum ist es wichtig, sein eigenes Unterbewusstsein und seine Träume zu befragen, wie die Situation einzuschätzen ist. Und das haben wir dann natürlich getan. Wir haben also auf unsere Träume geachtet. Und Okay, man muss dazu sagen, etwas spät, aber ist gar nicht so ganz so schlimm. ja. Und da kann man natürlich, im Traum kann man natürlich vieles machen, was vielleicht den meisten überhaupt nicht klar ist, weil sie es einfach nicht wissen. Und im Traum kann man auch Kontakt zu anderen Persönlichkeiten aufnehmen. Das geht auch. Ich habe beispielsweise in meinen Träumen oder man sagt auch in meinen außerkörperlichen Erfahrungen Kontakte gehabt zu einigen Staatsoberhäuptern, zum Beispiel Angela Merkel, ja, auch den Präsidenten von Weißrussland. Und wen habe ich noch besucht? Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls einer mit dunklen Haaren und der uns eingeladen hat, dass wir doch in das Land kommen. Leider haben wir nicht herausgefunden, wer genau das ist. Es gibt viele, die dem sehr ähnlich sahen. Ja. Ja, der hat mich dann gleich eingeladen. Hat gesagt, Jonathan, komm her, ich lade dich ein, wenn du willst, komm rüber und so. Und da kann man auch eher dann die Leute befragen, weil auf der Traumebene sind die Menschen halt offener und dort können die dann auch nicht so viel verstecken, ja, vor allem. Was ja auf der 3D-Ebene hier schon einfacher ist. Ja. Also der Präsident war doch astral recht gut bewacht eigentlich, oder? Ja, also die Staatsoberhäupter sind häufig bewacht. Also bei Angela Merkel muss ich sagen, da war nur eine Persönlichkeit, die eben auf der Astralebene da aufgepasst hat, aber die hat sich jetzt nicht eingemischt. Anscheinend hat die in mir keine Gefahr gesehen. Ne? Und ja, auch der, den du erwähnt hast, ne? Der Mann mit den dunklen Haaren, der Präsident von einem Land ist. Wir haben jetzt schon nachgeguckt, wer das gewesen sein könnte. Es könnte der Ministerpräsident von Russland gewesen sein, vom Aussehen her, ne? Der Dimitri. Es kann aber auch sein, dass das der von Weißrussland war oder von Georgien. Wir wissen es nicht. Ne? Das versuchen wir noch herauszufinden. Und
Es kam jedenfalls nur die Info, er ist der Präsident von Land XY. Ja, und der wurde von 2 Persönlichkeiten bewacht, habe ich gesehen, auf der 4D-Ebene. Und da er mich ja eingeladen hatte, haben die sich auch nicht eingemischt. Ja. Und ich habe aber auch schon einflussreiche Persönlichkeiten dieser Welt besucht, die wurden sehr streng bewacht. Wenn ich da bei denen auftauchte, dann haben die mich gleich verfolgt und gejagt, weggejagt. Ne? Ist ganz unterschiedlich, also muss ich sagen. Ne? Also je mehr eine Persönlichkeit irgendwie bewacht wird, desto schwieriger wird es, die dann auch zu erreichen. Ja. Ja, die Träume sind natürlich daher wirklich so aus meiner Sicht und auch aus deiner, denke ich mal, die momentan unabhängigste Quelle, die man befragen kann. Denn eure Träume können euch sagen, was ihr tun sollt. Ja. Aber wir sind natürlich auch bereit, euch zu sagen, was unsere Träume uns gesagt haben. Und daraufhin könnt ihr vielleicht überlegen, ob ihr das für euch annehmen möchtet. Ja, also bei mir, ich habe eigentlich seit dem 4.3. so den einen oder anderen Traum gehabt. Am 4.3. hatte ich den ersten Apokalypsentraum, am 5. hatte ich auch den zweiten Apokalypsentraum und ja, dann kam in Reihe immer mehr Fluchtträume. Also ich finde es jetzt eigentlich gar nicht schlecht, weil ich finde das jetzt echt schön hier und wir haben Zeit, nach innen zu gehen und zu dissoziieren und das Ganze auf uns wirken zu lassen. Ja, dann kam eines Nachts auf der Mentalebene eine Aliendame zu mir. Die hat außerirdisch mit mir gesprochen, ich habe kein Wort verstanden, aber sie hat, bevor sie mit mir Aliensprache sprach, gesagt, dass alle unter einer Decke stecken. Alle spielen in diesem Spiel mit, alle. Und zuerst hatten wir das falsch interpretiert, denn es gab ja diese verschiedenen Seiten, QAnon, NWO und die ganzen Geschichten und deswegen hatten wir, glaube ich, alle unter einen Hut gepackt. Aber ich bin mir jetzt inzwischen sicher, dass die Alien-Dame das anders gemeint hat, dass alle unter einer Decke stecken. Und ja, ich denke, da sollte sich jeder selber sein Bild machen. Die Informationen gibt es ja alle im Internet, sollte man sich selber das Puzzle zusammenbauen und von oben schauen. Jedenfalls ist die ganze Situation, glaube ich, ein wenig anders, als sie sich auf der Welt darstellt. Und ja, was wir witzigerweise festgestellt hatten, dass sie vor 1 oder 1,5 Jahren oder vor einem Jahr habe ich gesehen, dass wir mal eingesperrt sein werden. Ja, ich erinnere mich, ja. Genau, und letztens war ich... Gesehen hat sie das. Gesehen, ja, ich sehe immer Dinge und dann werden die wahr, keine Ahnung. Ja, also war ja eigentlich eine Präkognition, eine Zukunftsvision. Ne? Ja. Und beim Duschen letztens ist ihm eingefallen, dass ich das ja mal gesehen hatte. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann sagt er mir, ja, das hast du mir erzählt. Ich so, nee, das habe ich dir nicht erzählt. Was ein Quatsch, weil ich habe ja selber nicht daran geglaubt. Weil ich meine, welche Situation auf dieser Welt macht es möglich, dass wir eingesperrt sein werden? Und dann hast du gesagt, doch, doch, das hast du mir erzählt. Okay, naja, ja, wie auch immer. Ich kann Dinge sehen und bis jetzt sind sie so eingetreten, jedes Mal, wenn ich die Dinge gesehen habe. Das war wohl eins davon. Ja, ich hatte noch den einen oder anderen Traum, aber um niemanden auf dumme Ideen zu bringen, werde ich das jetzt mal für mich behalten. Und ich meine nicht unsere Zuschauer, die kommen sicherlich nicht auf dumme Ideen, sondern andere Leute von oben. Und ja, Moment, da waren eigentlich noch ein paar mehr Sachen, mir fallen die gerade gar nicht ein. Na, jedenfalls fand ich das von der Alien-Dame sehr spannend, als sie mir sagte, die stecken alle unter einer Decke. Denn, wie wir gesehen haben, stimmt das so auch. Aber das ist ja auch nichts wirklich Neues. Nur wenn man das ganze Ausmaß sieht, ist das schon echt verrückt. Also es ist mir abgefahren. Also. Das Zitat des Tages. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Ja, ist schon eine sehr spannende Situation, Ja. in der wir da alle sind. Und ja, also
Wir stehen auch in Kontakt zum Beispiel mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Positionen aus der Politik, vom Militär, Ärzte und so weiter. Also wir haben schon persönlichen Kontakt zu einigen Leuten und ja, und daher können wir die Informationen, die wir von außen bekommen, auch erstmal nur so entgegennehmen. Ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, weiß ja niemand so recht. Wollen wir auch gar nicht beurteilen. Wir wollen das auch gar nicht beurteilen, das muss jeder für sich selbst machen. Wichtig jedenfalls ist dabei, wie wir so herausgefunden haben, genießt die Zeit, Corona-Ferien, ne? Nutzt die Zeit, um zu dissoziieren, nach innen zu gehen. Immer wenn wir dissoziieren, dann kommen wir in so einen sehr gechillten, angenehmen Zustand, in dem uns das alles gar nicht mehr tangiert. Ja, Ne? es könnte die Welt direkt vor unseren Augen untergehen und wir würden dabei einfach nur zuschauen und denken, ja, schön war's hier. Ja, genau. Also in einer Dissoziation erinnere ich mich noch, dann saßen wir auf dem Balkon, haben dissoziiert und dann saßen wir da und haben gelacht, als wären wir bekifft gewesen und haben uns vorgestellt, jetzt würde hier irgendwas explodieren um uns herum und wir würden dann nur sitzen und sagen, oh geil, guck mal, wie das brennt. Nein, wollen wir natürlich nicht. Aber was wir damit wirklich sagen wollen, ist, dass man wirklich, wirklich in seine Mitte kommt und tatsächlich Abstand zu dieser Realität gewinnt, in der einfach nur Angst und Panik ist. Und wir halten unsere Energien oben. Das ist ziemlich wichtig aktuell. Die Corona-Krise hat auf energetischer Ebene schon seine Bewandtnis auch, soll auch so sein. Und ja, wir spielen unser Spiel auf unserer Ebene eben mit. Kommen wir auch gar nicht drum rum. Wir sind nun mal hier in der Polarität. Wir spielen halt Energien. Und ja, jedenfalls für uns ist es wichtig, dass ihr nicht in Panik geratet. Ich meine, es gibt viele, viele verrückte Informationen da draußen und das meiste ist wirklich nicht so, wie es sich darstellt. Einiges ist, wie es sich darstellt. Es ist nur wichtig, dass ihr euch das alle nicht so zu Herzen nehmt. Ihr solltet aufwachen, wachsam sein, aber euch nicht mit runterziehen lassen. Runterziehen lassen ist ganz, ganz fatal, denn das spaltet die Menschen. Ist sicherlich auch der Plan von einigen hier oder da, die das gerne möchten, dass sich die Bevölkerung spaltet, denn es würde schwieriger werden, dass die Menschen aufstehen und aufwachen, wenn sie gespalten sind. Also unsere Message an euch ist, egal wie, haltet zusammen. Viele kriegen jetzt Anfeindungen, weil sie was auf Facebook posten oder keine Ahnung was. Und daran seht ihr eigentlich, dass die Leute einfach nur Angst haben. Und es ist gar nicht persönlich, die feinden nicht euch an, nicht wirklich, außer ihr fühlt euch getriggert, dann könnt ihr bei euch schauen, warum triggert euch das, könnt das integrieren. Sagt einfach, ja, triggert mich, alles gut, integriert das. Aber die Menschen haben eben Angst und es ist wichtig, für die Menschen Verständnis und Mitgefühl zu haben, anstatt zurückzufeinden oder sich angegriffen zu fühlen. Und ja, Angst ist schon ein mächtiges Werkzeug und das wissen die das einsetzen, das Mittel der Angst. Und ich gebe nochmal das Wort an dich, weil sonst rede ich hier ewig weiter. Das könnte ich auch noch. Ja, ich wäre schon fast eingenickt. Ja, wie Shiva schon sagt, haltet zusammen, das ist sehr wichtig. Wenn ihr irgendwo angefeindet werdet, von wem auch immer, ich rede jetzt nicht also von einer Gruppe, sondern von allen Seiten, die sich momentan gebildet haben, wenn jemand fest daran glaubt, dass eine Impfung super wäre, dann entsteht diese Annahme ja auch nur aus der Angst um sich und um seine Lieben. Ne? Da spricht ja die Angst aus der Person. Und die Person, die Angst hat, geimpft zu werden oder mit Impfung nichts zu tun haben möchte, für die Person gilt das Gleiche. Die möchte ja auch nur ihrer Angst Ausdruck verleihen. Irgendwie möchte die Person beraten werden oder sie möchte gern einen Hinweis bekommen, wie sie damit umgehen kann, mit dieser Angst. Die Leute haben selbst keine Stellung bezogen. Niemand hat wirklich Stellung bezogen, weil ja auch niemand hundertprozentig weiß, was von den ganzen Informationen stimmt, die momentan so kursieren. Darum haltet zusammen und habt Verständnis, auch für jene, die nicht eurer Meinung sind. Egal, was die für eine Meinung haben,
Habt Verständnis dafür, weil die Menschen sprechen momentan alle aus der Angst, egal wofür oder wogegen sie sind. Und das muss man eben festhalten, denn ganz wichtig ist, dass alle Bürger, vor allem auch die, die sich in irgendeiner Ausgangsbeschränkung befinden, eben in jedem Fall zusammenhalten sollen. Selbst wenn man völlig gegenteiliger Meinung ist oder jeder dem anderen vorwirft, das wäre ja nur eine Theorie oder ist Quatsch und so. Ja, die meisten Informationen, die jetzt umgehen, sind eigentlich Theorie. Ne? Man weiß es halt nicht, wie sich das entwickelt. Aber das spielt auch keine Rolle eigentlich. Ja, es spielt keine Rolle, sondern geht nach innen, achtet auf eure Träume, dissoziiert und erkennt auch in der Dissoziation, dass das ganze Spektakel da draußen auch eine Reflexion eures Inneren darstellt. Denn das, was dort draußen geschieht, geschieht auch in uns selbst. Und das muss man verstehen. Und wenn man verstanden hat, dass das, was in uns eigentlich momentan geschieht, in diesem Aufwachprozess, dass sich das natürlich außerhalb von uns, in der 3D-Welt, sich eben widerspiegelt. Und deshalb auch erstmal so einen chaotischen Eindruck vermittelt. Darum würde ich empfehlen, geht nach innen, ne? Versucht zu erkennen, was in euch ist und warum sich das im Außen so darstellt. Wie geht ihr dann am besten mit dieser Angst um? Eigentlich ist es relativ einfach. Die meisten verdrängen dann diese Angst oder leugnen sie. Aber ganz ehrlich, sie ist ja eh schon da. Was nützt dann das Verdrängen? Da kann man ja auch einfach sagen, okay, ja, ich habe Angst. Das ist so, ich stehe jetzt zu meiner Angst. Und dann fühlt ihr die Angst vielleicht, aber ihr verdrängt sie nicht. Und sie wird sich auch auflösen. Also da gibt es eine Menge Tipps eigentlich, aber jedenfalls wichtig ist, diese Angst nicht zu leugnen, denn das verstärkt sie einfach nur. Ja. Also man kann auch dann in sich selbst, in seiner eigenen Psyche erkennen, dass wir auch alle eine Art Regierungssystem in unserer Psyche besitzen. Das bedeutet, in uns regiert ja auch ein Teil, ja, der eben koordiniert, der die Gefühle koordiniert, der die Wahrnehmung koordiniert und ordnet, der die Glaubensüberzeugungen koordiniert. Und so ist es ja auch im Außen. Wir haben eine Regierung, die auch die Gesetze festlegt, ne, was man dann sozusagen gleichsetzen kann mit den persönlichen Überzeugungen. Ne. Oder die innere Regierung zeigt sich auch im Außen. Und das Misstrauen, wie Shiva schon sagt, das Außen eben jetzt überall irgendwie die Menschen belastet, Angst, Misstrauen, Zweifel, Wut, alles Mögliche, existiert auch in uns. Und da kann man eben erkennen, die Zusammenhänge, die da vorherrschen. Und das kann man eben zum Beispiel durch die Dissoziation oder durch die Träume oder durch hypnagoge Zustände, mit denen wir auch täglich arbeiten, erkennen. Und darum, Leute, haltet zusammen, auch wenn ihr nicht einer Meinung seid. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ändert es nicht, nur weil einer eine andere Meinung sitzt, dass er dann plötzlich in einem anderen Boot sitzt. Ja, so ist das nicht. Ne? Wir sind alle auf einem riesigen Schiff sozusagen. Raumschiff Erde. Raumschiff Erde. Und egal welcher Meinung du bist, ob pro oder contra, völlig egal, wir sitzen alle im gleichen Boot und das ändert halt nichts. Ja. Nichts, egal welche Meinung ihr habt, es wird nichts ändern. Und irgendwann wird eben die Klärung kommen. Und das wird sie. Und das wird sie und dann wird auch jeder wissen, was eigentlich los ist. Und dann wird es auch jeder erkennen. Und was dann getan wird, das kann man ja dann immer noch schauen, ja, wie dann vorgegangen wird. Ja. Jedenfalls momentan weiß man nicht so recht, wie die Situation einzuschätzen ist. Aber irgendwann werden wir es alle wissen. Genau. Und so können wir gemeinsam diese Zeit erfolgreich und positiv hinter uns bringen. Also unser Tipp in der Krise: Achtet mehr auf eure Träume, dissoziiert, achtet auf die Zustände zwischen Wachen und Schlafen, was da für Informationen reinkommen und achtet vor allem auf euch selbst. Achtet auf euch selbst und habt Vertrauen in die Zukunft. Und in euch. Und in euch und habt Verständnis
Für euch. Und die Haltet Menschen. alle zusammen, egal welcher Meinung ihr seid. Haltet zusammen. Akzeptiert die Meinung des anderen. Erkennt, dass die Meinung des anderen nur eine gegenwärtige Einschätzung ist. Die kann sich morgen schon wieder ändern. Darum habt Verständnis füreinander, egal wo ihr seid und wer ihr seid. So ist es. Zusammenhalt. Haltet die Energien oben, Leute. Das ist so unser Tipp. Ja. Zusammenhalt und Innenschau. Und wir würden uns da ja sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal eure Träume oder eure Erkenntnisse, die ihr wirklich von innen bekommen habt, von eurem Unterbewusstsein. Bitte nicht irgendwas, was in der Presse geschrieben wurde oder dergleichen. Das kennen wir schon alles. Nur eure eigenen inneren Informationen, die ihr aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein gehoben habt. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr da so erlebt habt, was ihr da so erfahren habt, und wir sind schon ganz gespannt. Genau, bitte keine Links zu irgendwelchen Informationen. Davon kriegen wir jeden Tag so viele, wenn wir die alle angucken müssten und wären wir 38 Stunden am Tag beschäftigt. Wirklich nur das, was ihr erfahren habt, was ihr selbst von eurem höheren Selbstunterbewusstsein an Informationen bekommen habt. Ja, würde uns sehr freuen. Und wehe, ihr streitet auf unserer Pinnwand, ehrlich. Ja, kein Streit bitte, ja. Geht mit gutem Beispiel voran. Genau. Ansonsten, ne, macht euch eine schöne Zeit. Abonniert unseren Kanal, klickt auf das Glöckchen, habe ich gehört, soll man sagen. Und wir wünschen euch eine gesegnete Zeit mit einem leichten Herzen. Nichts. Nein, also macht euch eine gute Zeit, macht euch eine schöne Zeit und nehmt auch mal einen Tag Auszeit von Facebook und den Nachrichten. Ja, haben wir noch was zu erzählen, oder? Tja, eigentlich hätten wir so viel zu erzählen. Wir haben stundenlang geredet, aber ich glaube, das Wichtigste, also das, worum es uns ankommt, das ist gesagt worden. Ja. Daher wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Macht's gut, Leute.